Welcome, everybody. We are organizing this GIP lecture by the Society for Intercultural Philosophy. I'm actually doing this together with Anke Granes and Fernando Wirtz, whom you can see there, and in collaboration with Tübingen University. Let me take the advantage and make you familiar with the Society for Intercultural Philosophy for those who aren't yet. If you're interested in the work of this society, you can easily look them up at the internet. You'll find a homepage which is I think .com.de, I think, and you'll find there initiatives and lectures and publications by the society. And if you're interested in becoming a member, you're very welcome to do so. Just let us know via the homepage. So welcome for tonight's lecture with Professor Dhawan. Most of you know Nikita Dhawan and actually join us tonight because you're eagerly to hear her. Nevertheless, okay, everyone says everyone should actually mute her or himself. Could you do so? That would be helpful. Okay. I'll just very briefly introduce her. Nikita Dhawan first studied at Mumbai in India and then went to Germany and got her PhD at the University of Bochum. She's now professor of political science with a focus on gender studies at University of Gießen, and previously held a professorship at the University of Innsbruck and was assistant professor at the University of Frankfurt. And there she founded actually and was director of the Research Center for Post-Colonial Studies as part of the excellence cluster there in the formation of normative orders. Nikita Dhawan's research and interests focus on the transnational feminism, global justice, human rights, democracy, and decolonization. And the central focus of her research, as well as teaching, is historical, economic, social, political, and cultural interdependencies between Europe and the post-colonial world. Nikita argues that European norms and values have been globalized during colonialism. Decolonization, therefore, goes along with the need to provincialize, as she once said, Europe, which does not mean, however, that European traditions of thought should be rejected altogether. Rather, they have to be reflected anew. And therefore, the aim of tonight's lecture, which is entitled Die Aufklärung for den Europäern, retten, is to understand the contradictory consequences of enlightenment with taking an anti-enlightenment standpoint. Welcome, Nikita. Very happy to have you here tonight. I would like you to say a few words, few introductory words, but let me very briefly tell everyone, after Nikita Dhawan has said a few introductory words, we'll switch to her lecture, which already has been recorded in advance, and we'll join the lecture together. I'll share my screen with you, and afterwards Nikita takes questions and we take some time for discussion. And for the discussion, it would be great if you use there's a electronic hand raising sign. So because I can't see everyone at my screen because it's too many of you listening. So if you
electronically raise your hand. There's the possibility, I think it's when you at the bottom line, when you mark the Teilnehmer there, you can raise your hand electronically, and then I'll get a message that so-and-so raised her his hand, and I can somehow moderate this. Okay, so Nikita, you want to say a few introductory words? Yeah. Thank you, Niels, for the kind introduction, and thank you for the invitation. It's a great pleasure for me to be here with you all this evening. And it's a wonderful summer day, so I'm very grateful that the audience has, turned up in such a huge, virtually, because of course there's always the temptation to sit out and enjoy this wonderful evening. I would indeed like to say a few introductory words. Firstly, I'd like to tell you all how long I've been associated with the Institute for Intercultural Philosophy. I was a young MA student at the Mumbai University when Franz Wimmer came as a DAD professor, as a guest professor, and I was that time at the German department and was for the first time introduced to intercultural philosophy, and it made a huge impression on me as a young student. This challenge of thinking together a different perspective, different, as one says in German, Weltvorstellungen. And indeed, in my dissertation, my PhD dissertation, I did, as one says in German, kritische Auseinandersetzung with different approaches in intercultural philosophy. And one of my um, um, somehow dissatisfactions and critique with intercultural philosophy was that they were not taking the legacies of colonialism, or they were not addressing adequately the legacies of European colonialism. And so I was thrilled. And this is not the first time. I've previously, in fact, been invited by the Institute also to Vienna. And I was very happy when I got the mail from Niels Weidmann to share my latest work with you all. I apologize that I'm only sharing a pre recorded lecture, but I've just recently moved to a new place and there's just too much happening at my end. And also because of caregiving responsibilities, because of COVID, I offered Niels a pre recorded lecture, and he kindly accepted. So I apologize to the audience in advance. I have to also tell you all that the day I recorded this talk, which is in German, I was extremely tired. So when you hear the talk, you will notice that I'm kind of it's a written paper which I'm reading out in German. But when you listen to me, you'll notice that I'm struggling with reading out the paper. And please bear with me. And I, in advance, thank you for your patience. But just to give you a little bit of an insight into what motivated me to write this paper, which has a bit of a provocative title. So the point of departure, there were two reasons that motivated me to write this paper and share this lecture. One was that in 2015, when the so-called refugee crisis happened, one was constantly talking about rescuing the refugees, rescuing, these poor souls who were drowning in the boats on the Mediterranean. And of course, at that moment, there were these wonderful norms that were floating around. One could hear concepts of solidarity, cosmopolitanism, justice, freedom. And then the sexual assaults happened in Cologne, where suddenly the short-lived German Willkommenkultur, the fickleness of the Willkommenkultur revealed itself. And very quickly, there were talks about deporting refugees to which goes against the Geneva Convention and the principle of non-refoulement. And at that moment, I was very frustrated, and that's where the inspiration for the title comes, rescuing the Enlightenment from the Europeans. So that was one part of the story. And the other was this long-standing debate that's been happening in the last decades. On the one hand, are Latin American scholars like Walter Mignolo and Ramon Grossfugel, who accuse post-colonial theory of being Eurocentric.
and they accuse, they say that, scholars like reputed post-colonial scholars like Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Dipesh Chakravarti, who in fact gave us the concept of provincializing Europe, are too Eurocentric because they base their theories on Kant and Hegel and Marx and Nietzsche and Foucault and Derrida, and that actually decolonization can only be going back to pre-colonial pre-colonial cosmologies, epistemologies, and ethics, and that one has to reject European modernity and European Enlightenment as simply, source of violence and coercion. So this is one position. And on the other side are normative political scholars, political theorists, and political philosophers who argue that the problem with post-colonial studies is that in kind of putting into question the universal validity of norms of liberty, freedom, secularism, constitutionalism, human rights, justice, democracy, they are in a certain way risking ushering in cultural relativism, and that this leads to normative nihilism and normative pessimism. So they say that without having universal principles, and that you can't reject these norms just because, this is this whole old debate about Genese und Geltung, and just because these norms emerged in Europe doesn't compromise their validity. So these were these two contrary positions that I was trying to negotiate and in a certain way grapple with, and without giving away too much. So you will hear my own position in the latter part of the talk, but this just gives you a summary into what inspired and what kind of framed the talk that you're about to hear. And I look forward to the Q&A, and I'll hand over the floor to Niels, who will play the pre-recorded talk. Thank you very much. Thanks, Nikita. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Trotz der schwierigen Situation ist es eine große Freude, den heutigen Vortrag zu halten. Mein Vortrag besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil werde ich mich angesichts des Einflusses der Holocaust-Forschung auf postkoloniale Studien mit der Kritik an der Aufklärung auseinandersetzen. Im zweiten Teil werde ich anhand der sogenannten Flüchtlingskrise das ambivalente Erbe der Aufklärung darlegen. Und im dritten und letzten Teil werde ich mein Verständnis von europäischer Aufklärung als Pharmakon erläutern, nämlich zugleich als Gift und Gegengift oder Medizin zu wirken. Teil 1. Die Aufklärung. Für oder gegen den Imperialismus. Anstatt auf eine historische Ära oder ein geografisches Gebiet beschränkt zu sein, wirkt das intellektuelle und politische Erbe der Aufklärung bis in unsere Zeit fort. Jedes Mal, wenn wir Themen wie Menschenrechtsverletzungen und die Untergrabung der Demokratie, die Zunahme des Autoritarismus, die Notlage von Flüchtlingen und Staatenlosen, die Zerstörung des Ökosystems oder normative Dilemmas hinsichtlich künstlicher Intelligenz debattieren, positionieren wir uns nämlich mit Bezug auf die Aufklärung, die wichtige intellektuelle, moralische und politische Ressourcen für das kritische Denken liefert. Immanuel Kants Diktum, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, bringt den Aufklärungsanspruch einer Emanzipation durch den Gebrauch der Vernunft auf den Punkt. Indem sie Traditionalismus, Autoritarismus und die Legitimation sozialer Ungleichheiten hinterfragt, hat die Aufklärung radikale Bewegungen wie die französische und haitiische Revolution und die gleichzeitig progressives politisches Denken wie den Liberalismus und den Sozialismus inspiriert. Das Aufklärungskonzept individueller Rechte und individueller Würde erlaubt demnach die Ausübung politischer Handlungsmacht, erweitert die individuelle Freiheit und inspiriert weiterhin gegenwärtige soziale und politische Bewegungen. Wie von Wissenschaftlerinnen der postkolonialen Studien und Holocaust-Studien dargelegt, hat das Versprechen, Freiheit durch den Gebrauch der Vernunft zu erreichen, ironischerweise zu einer Beherrschung durch die Vernunft selbst geführt. Im Zuge des Fortschritts und der Emanzipation hat die Aufklärung auf Kolonialismus,
Sklaverei, Genozide und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gebracht. Eine der stärksten Anfechtungen der emanzipatorischen Ansprüche der Aufklärung kommt von der ersten Generation der Frankfurter Schule der Sozialtheorie. Theodor Adorno und Max Horkheimer argumentieren, dass die Aufklärung den Versuch der westlichen Kultur, durch die Kontrolle der Rationalität zu dominieren, repräsentiere. In der Dialektik der Aufklärung argumentieren sie weiterhin, dass die Aufklärung anstatt Gleichheit und Freiheit zu ermöglichen, in der Barbarei des Nationalsozialismus resultierte. Inspiriert von der ersten Generation der Frankfurter Schule und der poststrukturalistischen Kritik an der Aufklärung, stellen postkoloniale Wissenschaftlerinnen das Aufklärungsmodell der Aufklärung in Frage, welches behauptet, die Barbarei in Europa überwunden zu haben, um so ihre Verbreitung in die unzivilisierte nicht-europäische Welt zu rechtfertigen. Das rationale Ideal der Aufklärung und die sie begleitende Fortschrittsnorm setzte ein singuläres, universelles Ziel für die Menschheit, nämlich endlose Verbesserung und Entwicklung. Ihr auf Entwicklungsstufen basierendes Geschichtskonzept rechtfertigte den Kolonialismus dadurch, dass wilde und barbarische Völker durch den Kontakt mit Europa zu höheren Entwicklungsstadien fortschreiten könnten. Differenzen zwischen Europäern und Nicht-Europäern wurden durch historische, geografische, soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Faktoren erklärt, die überwunden werden konnten, wenn die nicht-europäische Welt das europäische Zivilisationsmodell als Schablone für die eigene Zukunft akzeptieren würde. Kolonialismus wurde als Weg zur Überwindung der Zurückgebliebenheit vorgeschlagen, wobei die Hilfe und Unterstützung der Europäer ein positives, soziales, wissenschaftliches und politisches Resultat garantieren würde. Das Universalisierungsprojekt der Aufklärung hat einen uniformen Standard instrumenteller Vernunft eingeführt, welche europäische Wissens- und Institutionskonzepte privilegiert. Die Reform der Rechts-, Verwaltungs- und Wirtschaftspolitik in den Kolonien im Zuge der Aufklärung haben ein neues Kapital der Beherrschung eröffnet, anstatt Freiheit und Gleichheit zu ermöglichen. Die universalistische Agenda des kolonialen Diskurses legte das Fundament für die ideologische Rechtfertigung des Kolonialismus als Zivilisierungsmission. Seine eurozentrische, totalisierende Teleologie raubte nicht-europäischen Völkern Handlungsmacht und Historizität, während der Fokus auf Vernunft andere Perspektiven verstummen ließ und sie als irrational und unwissenschaftlich disqualifizierte. Die indigenen Bewohner der neuen Welt wurden als untermenschlich bezeichnet und nicht als freie und autonome Völker anerkannt. Der Genozid an Ureinwohner wurde damit gerechtfertigt, dass ihre barbarischen Traditionen die moralische Unantastbarkeit der europäischen Zivilisation bedroht hätten. Es wurde argumentiert, dass diejenigen, die sich als menschlich qualifizieren wollten, europäische Praktiken, Werte, Normen und Institutionen übernehmen müssten. Während Theologen des 16. Jahrhunderts aus Salamanca wie Francisco de Vitoria und Bartolomé de las Casas sich mit dehumanisierenden Diskursen, die Ureinwohner als natürliche Sklaven begriffen, kritisch auseinandersetzten, lehnten sie den Imperialismus an sich nicht ab. Sie glaubten, dass minderwertige Völker sich auf der universellen Fortschrittsskala hocharbeiten konnten mit der Hilfe ihrer christlichen Brüder. Ironischerweise beendete die Anerkennung der Menschlichkeit der Indianer, der sogenannten Indianer, nicht deren politische und wirtschaftliche Unterwerfung. Während ursprüngliche Formen der Souveränität ausgelöscht wurden, wurde ein radikaler Bruch
zwischen der vormodernen politischen Gesellschaft und moderner imperialer Souveränität angenommen. Die Idee, was es bedeutet, Mensch zu sein, wurde von den eurozentrischen Vorstellungen menschlicher Natur determiniert. Daher wurden der sogenannte Indianer, auch wenn sie als nobler Wilder romantisiert wurden, immer noch als rassisch und moralisch minderwertig im Vergleich zu Europäern begriffen. Die Zelebrierung des rohen Menschen ohne die Hülle der Kultur oder Zivilisation führte so tatsächlich zu einer Animalisierung der Ureinwohner. Während sie formell als gleichgestellt anerkannt wurden, wurde argumentiert, dass sie ihre individuellen Naturrechte und kollektive Souveränität aufgrund ihrer barbarischen sozialen und kulturellen Praktiken wie Menschenopfer und Kannibalismus aufgegeben hätten. Ironischerweise wurden sie aufgrund ihrer Anerkennung als Teil der Menschheit an der sogenannten zivilisierten europäischen Normen gemessen. Vor diesem Hintergrund werden die universellen Ansprüche der Aufklärung und ihr Glaube an die Macht der Vernunft zweifellos getrübt durch eine Geschichte von Terror und Gewalt. Selbstdarstellungen der Aufklärung als Vorboten von Fortschritt und Emanzipation werden durch postkoloniale Gegendarstellungen in Frage gestellt. Franz Fanon zum Beispiel betont diese historische Ironie wie folgt. Ich zitiere: Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, von Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft, an allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. Zitat zu Ende. Der Versuch der Aufklärung, die Welt von Herrschaft zu befreien, fällt einer fatalen Dialektik zum Opfer, da die Aufklärung selbst neue Herrschaftsformen hervorbringt, die noch türkischer sind, weil sie behaupten, durch die Vernunft selbst legitimiert zu sein. Kolonialismus und der Holocaust, so wird argumentiert, sind demnach ein Anzeichen dafür, dass emanzipatorische Ideale trotz oder sogar wegen der Aufklärung vergiftet worden seien. Das Selbstverständnis der Aufklärung hebt sich in Adornos und Horkheimers Auffassung selbst auf, da es von dem, was ausgeschlossen und unterdrückt worden ist, heimgesucht wird. Freiheit und Herrschaft sind eng verwoben, obwohl die Rationalität der Aufklärung nicht bereit ist, die Verstrickung in einem solchen dialektischen Prozess anzuerkennen. Teil 2. Doch wieder die Selbstbarbarisierung Europas. Die Frage des ambivalenten Erbes der europäischen Aufklärung für die postkolonialen Welt hat durch die aktuelle sogenannte Flüchtlingskrise an Dringlichkeit gewonnen. Heimatlosigkeit und Exil haben die Aufklärungsnormen der Gastfreundschaft und des Kosmopolitismus gedanklich wieder in den Vordergrund gerückt. Zur Debatte stehen hier, konfrontiert mit dem Leiden der anderen, der Umfang und das Ausmaß der Verantwortung. Der Kosmopolitismus, der auf der normativen Verfechtung eines globalen Bewusstseins beruht, tritt gegen enge und begrenzte territoriale Loyalitäten ein und bekennt sich zur Idee einer transnationalen Ethik. In seiner Diskussion der kosmopolitischen Ethik in Zum ewigen Frieden wendet sich Kant dem Thema der Rechte und Pflichten derjenigen zu, die Grenzen überschreiten wollen, und argumentiert, dass alle Weltbürger das Recht haben sollten, sich frei zu bewegen. Ein Recht, welches er auf das der Menschheit eigene gemeinsame Besitzrecht an der Erde zurückführt. Kant schlägt den Kosmopolitismus als Grundprinzip vor, um Menschen vor Krieg zu schützen und um kosmopolitisches Recht moralisch in das Prinzip universeller Gastfreundschaft einzubetten. Nach Kant handelt ein Weltbürger von pluralistischen Standpunkt der Menschheit als kollektiver Akteur aus und nicht als
egoistisches Individuum. Die Aufklärungsidee des Kosmopolitismus setzt sich als normatives Ideal das Streben nach einer perfekten zivilen Vereinigung der Menschheit. Man kann sich kaum ein Recht vorstellen, welches im gegenwärtigen globalen Zeitalter häufiger verletzt wurde als das Recht auf Mobilität. In diesem Sinne sind die Migrantinnen Trägerinnen der Botschaft Kants, die auf dem kosmopolitischen Recht beruht, sich ohne Angst frei über Grenzen hinweg zu bewegen. Obgleich das humanitäre Desaster, welches sich direkt vor der Haustür Europas ereignet, wieder einmal einen Verrat an den Aufklärungsprinzipien signalisiert. Die Schiffbruchtragödien vor den Küsten Europas markieren ein Scheitern der aufklärerischen Selbstverpflichtung gegenüber der Menschheit und gegenüber einem universalen Humanismus und Gastfreundschaftlichkeit. Wir sind wieder einmal Zeugen einer Krise der europäischen Behauptung, Garant der globalen Gerechtigkeit, der Menschenrechte und der Demokratie zu sein. Die Enttäuschung über Europa nach dem Kolonialismus und Holocaust rückt so erneut in den Mittelpunkt. Die gegenwärtige Grenzpolitik der EU läuft darauf hinaus, Migrantinnen im Namen der Sicherung der europäischen Grenzen sterben zu lassen. In einer dekonstruktiven Lesart der kantischen kosmopolitischen Ethik beschreibt der französische Philosoph Jacques Derrida Kants Gastfreundschaft als von Natur aus temporär und sieht dieser in Abhängigkeit davon, die Neukommenden keine Probleme verursachen. Derrida zeichnet Elemente von Feindseligkeit innerhalb der kantischen Reflexion über Hospitalität nach und spricht in diesem Zusammenhang von Hospitalität, das heißt feindliche Hospitalität oder auf Englisch Hostile Hospitality. Kant schlägt vor, dass Gastfreundschaft darauf beschränkt sein solle, dass der Gast nicht mit Feindseligkeit oder Feindlichkeit behandelt wurde, wenn er das Territorium eines anderen zum ersten Mal betritt. Gleichzeitig besteht Kant auf dem Recht des souveränen Staates, einem Gast den Zutritt zu verweigern, solange dies nicht eine Gefährdung des Lebens der Besucherinnen zur Folge hat. Ein Daueraufenthalt hängt daher völlig von einem Akt der Großzügigkeit auf Seiten des souveränen Staats ab, welcher auf jeden Fall immer das Prärogativ hat, denjenigen Rechte zu verwehren, die Schwierigkeiten verursachen. Also zum Beispiel die sexuellen Übergriffe durch einige männliche Migranten während der Silvester nach dem Jahr 2015 führten zur Dämonisierung aller Migranten und Flüchtlinge als sexistisch und schwächten gleichzeitig den Konsens, dass Deutschland große Zahlen an Flüchtlingen aufnehmen sollte. Dies dient als gutes Beispiel für Wankelmütigkeit mit Hinblick auf Proklamation globale Solidarität. Und das ist ein gutes Beispiel von was Derrida als Hospitalität meint. Mit Bezug auf Benvenistes Studie der indoeuropäischen Etymologie des Begriffs Hospitalität argumentiert Derrida, dass das lateinische Hostis die Wurzel des Wortes Hospitalität zwischen den Konnotationen von Gastgeberinnen und Feinden gefangen bleibt. Hospitalität enthält nach Derrida einen Widerspruch, da Hostis sowohl die Bedeutung der großzügigen Gastgeberinnen, der Hospitalität also, als auch der gewalttätigen Feindinnen der Hostilität transportiert. Das Konzept der Hospitalität verkörpere so seine eigene Unmöglichkeit, was sogleich Bilder von Exklusion und Gewalt ins Gedächtnis ruft, welche die Debatten um die sogenannte Flüchtlingskrise begleiten. Nach Derrida wurde eine wirklich kosmopolitische Ethik absolute Hospitalität beinhalten, die bedingungslos ist und nicht eingeschränkt wird durch gewisse Kriterien oder Pflichten,
die der Gast erfüllen muss, wenn er oder sie die Hospitalität verdienen will. Entgegen dem Ideal Derridas beruht das europäische System der Abfertigung von Geflüchteten und Migrantinnen auf der Entscheidung, wer eine Chance verdient, zu existieren, zu leben und die Festung Europa zu betreten. Die Kategorisierung von Geflüchteten, die gut genug sind, die sich integrieren dürfen, um schließlich Bürgerinnen zu werden, wirft kritische Fragen hinsichtlich der Ethik einer postkolonialen Welt auf. Die Verletzbarkeit der dem Meer gnadenlos ausgelieferten Menschen zeigt, dass die progressiven Ziele der Aufklärung in Europa ihrem Geburtsort bedroht sind. Um der Welt verbreiteten Desillusionierung hinsichtlich der hehren Prinzipien der Aufklärung entgegenzuwirken, bedarf es einer Rettung der Normen des Kosmopolitismus und der humanitären Einstellung vor der zynischen Herangehensweise der EU-Migrationspolitik. Die Bootunglücke im Mittelmeer sind eine makabre Erinnerung daran, dass nicht nur die Migrantinnen, sondern ebenfalls die Geltung der Aufklärungsprinzipien im postkolonialen Europa bedroht sind. Teil 3. Die Aufklärung retten. Postkoloniale Interventionen. In den letzten Jahren fand eine kontroverse Debatte statt, ob postkoloniale Studien, welche sich auf Einsichten von Aufklärungstheoretikerinnen beziehen, Eurozentrismus reproduzieren. Besonders lateinamerikanische Wissenschaftler wie Walter Mignolo und Ramon Großflügel lehnen die Aufklärung kategorisch ab als Vorboten von Ausbeutung und Zerstörung in Form von Kolonialismus, Sklaverei und Kapitalismus und kritisieren die ideologischen Ausradierungen und hohlen Behauptungen des emanzipatorischen Charakters der Aufklärung. Sie befürworten eine Rückkehr zu indigenen Kosmologien, Epistemologien und Ethik, welche nicht durch Kolonialismus und Modernität verunreinigt oder kontaminiert sind. Wissenschaftler der kritischen Theorie der Frankfurter Schule im Gegenteil bedauern hingegen, dass die postkoloniale Kritik auf ein Aufgeben emanzipatorischer Ideale hinausläuft. Normativen Theoretikerinnen zufolge braucht die kritische Theorie Prinzipien von Fortschritt und Entwicklung als zukunftsgerichtete Ideen, um wirklich kritisch zu sein. Normen werden dementsprechend moralisch-politische Imperative, die gerechtere politische Ordnungen inspirieren. Ein Aufgeben dieser normativen Verpflichtungen würde folglich als historischer Pessimismus interpretiert. Postkoloniale Studien werden aufgrund ihrer Infragestellung der emanzipatorischen Funktion von Normen wie Menschenrechten, Säkularismus und Demokratie als nicht wirklich kritisch beurteilt. Ideen von Fortschritt, Entwicklung und Rationalität, die dem normativen erkenntnistheoretischen Fundamentalismus zugrunde liegen, werden von postkolonialen Theoretikerinnen wiederum als koloniale Rechtfertigungsnarrative beschrieben. Dies eröffnet eine breite Kluft zwischen der kritischen Theorie und postkolonialen Studien. In dieser Auseinandersetzung nimmt Amy Allen, die amerikanische Philosophin, Partei für die postkoloniale Theoriebildung und argumentiert, dass es dringlich geboten sei, dass die Frankfurter kritische Theorie ihre normative Konzepte von Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie überdenke, möchte sie denn tatsächlich kritisch sein. Dies tut Allen, indem sie etwa die Verbindungen zwischen dem moralisch-politischen Universalismus und dem europäischen Imperialismus überprüft. Ähnlich wie Allen möchte ich argumentieren, dass eine unkritische Festlegung auf einen normativen erkenntnistheoretischen Fundamentalismus
das gewaltvolle Erbe des europäischen Kolonialismus und die Ambivalenz der Aufklärungsideale leugnet und verdeckt. Trotzdem ist das Antidot zum Eurozentrismus und Imperialismus weder Nativismus noch eine kategorische Negierung jeder normativen aufklärischen Theoriebildung, sondern stattdessen eine Pluralisierung und Diversifizierung der normativer Legitimität. Dies ist in Anerkennung der Tatsache, dass unterschiedliche Erfahrungen, Perspektiven und Verortungen einen Unterschied machen, wenn es darum geht, normative Prinzipien zu formulieren und zu operationalisieren. Also auf Englisch gesagt, differences make a difference. Anstatt also zu behaupten, dass normative Standards durch universelle Prinzipien untermauert sein müssen, werden die Ungewissheiten und Dilemmata normativer Prinzipien umrissen. Eurozentrische Narrative legitimierende Normativität gehen einher mit einer Devaluation und Disqualifikation nicht-europäischer normativer Prinzipien. Es scheint mir wichtig zu verdeutlichen, dass postkoloniale Theorie keine Gegnerin einer normativen kritischen Theorie ist, sondern stattdessen diese Normativität der Aufklärung von ihren destruktiven und regressiven Tendenzen befreien möchte, indem sie den Eurozentrismus der Aufklärung offenlegt. Das normative Erbe der Aufklärung ist höchst ambivalent und widersprüchlich und gleichzeitig geprägt von Barbarismus und Zivilität, Beherrschung und Emanzipation. Aber die Ablehnung der Aufklärung als eine Kolonisierung des Geistes führt zu einem Verständnis von Dekolonisierung als eine Rückkehr zu lokalen Wissenssystemen, die eingebettet sind in traditionelle Kosmologien. Gegen diese Position argumentiert der postkoloniale Theoretiker David Scott, dass das fatale Geschenk der Aufklärung einen Preis verlangt, der gleichzeitig ermächtigt und entmächtigt. Die postkoloniale Welt hat die Herausforderung der Aufklärung, deren Erbe nicht abgelehnt werden kann, sondern immer wieder neu verhandelt werden muss, gemeistert und ist an ihr gleichzeitig gescheitert. Wir können nicht Rekruten der Aufklärung sein, obwohl wir und wir heißt die postkoloniale Welt, eine untergeordnete Position in ihr einnehmen. Die Herausforderung besteht darin, die beherrschenden Ambitionen der Aufklärung zu destabilisieren und zu untergraben, ohne ihre befreiende Ansprüche einfach abzulehnen. Michel Foucault empfiehlt, dass wir anerkennen sollen, dass insoweit wir von der Aufklärung historisch determiniert sind, sie eine unvermeidbare Bedingung einer Analyse unseres Selbst bleibt. Nach Immanuel Kant sieht er die Aufklärung, also er heißt Michel Foucault, als eine Einstellung, welche keine Loyalität gegenüber ihren doktrinären Elementen hervorbringt, sondern eine permanente Kritik an ihren Rationalitäten. Gefangen zwischen einer einseitigen instrumentellen Vernunft und einer ermöglichenden kritischen Urteilskraft besteht die Herausforderung für die postkoloniale Welt darin, die Widersprüche der Aufklärung in einer produktiven Spannung zu halten. Die Verlockungen und Grenzen der Aufklärung, ihr Geschenk und Flug sind untrennbar. Ihre Erbe erfordert es, eine Geduld des Paradoxens zu hegen und eine Anerkennung, dass die koloniale Vergangenheit womöglich niemals loslassen wird. Wenn die ehemaligen Sklaven zu Rekruten der Aufklärung geworden sind, was ihr erzwungenes Erbe verfestigt, dann besteht die Frage darin, welche Richtung postkoloniale Kritik nimmt.
In der Meinung von Scott ist die postkoloniale Situation, die durch unerfüllte Versprechungen gekennzeichnet ist, weder eine Fortsetzung des Aufklärungsprojekts noch seine Zurückweisung. Die Aufklärung ist stattdessen das permanente Erbe, welches die Bedingungen für zukünftige postkoloniale Möglichkeiten schafft und welches daher konstante Neuverhandlungen und Nachjustizierung verlangt. Die postkoloniale Kritik der Aufklärung bleibt in einem performativen Widerspruch gefangen, weil sie ihr kritisches Vokabular vom Zielobjekt ihrer Kritik geerbt hat. Der postkoloniale Historiker Dipesh Chakrabarty erinnert uns jedoch, die Anerkennung dessen, was wir den Aufklärungsideen schulden, bedeutet nichts, sich beim Kolonialismus dafür zu bedanken, uns diese gebracht zu haben. Das hat Auswirkungen auf die ambivalente Beziehung postkolonialer Theoretikerinnen zu den von Kolonialismus bereitgestellten Kritikwerkzeugen. Chakrabarty bezeichnet dies als Herausforderung, mit der Ironie klarzukommen, dass die Aufklärung uns die effektivsten Werkzeuge liefert, um am gewaltvollen Erbe der Aufklärung Kritik zu üben. Wie können wir die Aufgabe meistern, uns von der intellektuellen Erpressung zu befreien, für oder gegen die Aufklärung sein zu müssen? Also das ist die Frage von Michel Foucault. Wenn europäisches Denken gleichzeitig unabkömmlich und unzureichend ist, um die Erfahrungen der politischen Moderne in der nicht-westlichen Welt zu verstehen, wie kann man sich dann die europäische Aufklärung von und für die postkoloniale Welt aneignen? In einem interessanten Interview mit dem Titel Was ist Aufklärung? Stellt Gayatri Spivak, die postkoloniale Theoretikerin, die Abhandlungen von Kant und Foucault gegenüber, um folgende Frage nachzugehen. Was ist falsch gelaufen mit dem Besten der Aufklärung? Indem Spivak den Zugang zur europäischen Aufklärung durch Kolonisierung als eine befähigende Verletzung beschreibt, schlägt sie vor, die Befähigung strategisch zu nutzen, auch wenn die Verletzung neu verhandelt werden muss. Um dies zu verdeutlichen, charakterisiert Spivak den Postkolonialismus als Kind einer Vergewaltigung. Die Herausforderung besteht dabei darin, ein aus einer Vergewaltigung, aus einem Gewaltakt also entstandenes Kind lieben zu lernen. Da sie das Verhältnis zwischen Postkolonialismus und Aufklärung als eine dilemmatische Double-Bind-Situation ansieht, empfiehlt Spivak, die europäische Philosophin weder anzuklagen noch zu entschuldigen. Do not excuse, do not accuse, sondern vielmehr in die Protokolle der kanonischen Texte der Aufklärung einzutreten, um herauszufinden, wie ihre eigenen Begriffe und Theorien für eine gerechtere und demokratische Postkolonialität genutzt werden können. Spivak verweist darauf, dass unterdrückte Minderheiten sich innerhalb des Diskurses der Aufklärung bewegen, wenn sie bürgerliche und politische Rechte einfordern. Daher lehnt sie eine kategorische Zurückweisung der Aufklärung ab und plädiert vielmehr für einen anderen Umgang mit der Aufklärung, der darin besteht, sie von unten zu gebrauchen. Also ein Abuse of Enlightenment, von unten. Im Gegensatz zu einer kulturrelativistischen Anklage gegen das Erbe der Aufklärung oder einer ethnozentrische Suche nach reinen nicht-westlichen Wissenssystemen scheint es vielversprechender, die Verflechtungen von westlichen und nicht-westlichen Theorieproduktionen zu untersuchen. In diesem Zusammenhang sind folgende Fragen von Interesse. Wie kann mit dem Paradoxen umgegangen werden, dass die Aufklärung trotz ihrer Ausrichtung auf das weiße, männliche, bürgerliche Subjekt absolut unversichtbar ist?
So wurde etwa in vielen postkolonialen Kontexten die Erfahrung gemacht, dass die Kritik an der Moderne zu einer Stärkung von konservativen nationalistischen Ordnungen geführt hat. Es muss untersucht werden, wie die Aufklärung über die Grenzen Europas hinaus befördert werden kann, um den postkolonialen anderen zu bedienen. Meiner Ansicht nach würde solch ein Projekt das Beste der Aufklärung bewahren und um zu einem Umdenken in Bezug auf das Verhältnis der Aufklärung zu delegitimiertem Wissen und seine Rolle im Projekt der Dekolonisierung führen. Dies würde auch ein Abweichen von den Orthodoxien antikolonialer Kritik bedeuten. Es muss schließlich stets daran erinnert werden, dass der Nationalismus ein Produkt des Imperialismus ist und insofern mit seinen gewaltvollen Strukturen verbunden bleibt. Demzufolge ist die Konstruktion einer banalen Opposition zwischen der europäischen Aufklärung und dem Postkolonialismus ein unzulässiger Vorgang, der insofern zu problematisieren ist, als dass es zu untersuchen gilt, inwieweit unser Verständnis von Kritik durch die Aufklärung geprägt ist, auch wenn es nicht hierauf begrenzt bleibt. Also im Gegensatz zu einer postkolonialen Antimoderne besteht die Herausforderung vielmehr darin, das Gedanken der schwarzen Feministin Audre Lorde zu reformulieren und zu fragen, ob es nicht doch möglich ist, das Haus der Herren mit seinem eigenen Werkzeug zu demontieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen.